EQ Basics, 4. und letzter Teil und heute geht's nochmal ans Eingemachte. Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play Studio One und heute wollen wir uns im 4. und letzten Teil der Reihe EQ Basics nochmal mit ein paar abgefahrenen Filtertypen auseinandersetzen, wollen uns ein paar Plugins angucken und am Schluss verrate ich auch noch einen Tipp, mit dem ihr wirklich jeden Mix noch ein kleines bisschen aufpolieren könnt. Aber kommen wir am Anfang zunächst einmal zu 3 etwas exotischeren Filtertypen. Wir haben ja gelernt einmal den Low- und High-Cut-Filter, die Shelving-Filter und die Bell-Filter und nun möchte ich euch am Beispiel des Pro Q2 von FabFilter noch 3 weitere Filtertypen zeigen, die nicht ganz so verbreitet sind, aber mit denen man durchaus ganz gut arbeiten kann. Fangen wir an mit dem Notch-Filter, der auch Kerb-Filter genannt wird. Kann man hier einstellen im Pro Q. Und da seht ihr schon, warum das ein Kerb-Filter ist. Der Kerb-Filter heißt er, weil er im Prinzip nur absenkt. Das heißt, er filtert nur raus. Und über den Q kann man einstellen, wie eng das Frequenzband ist. Das heißt, ihr seht, dass der Q hier noch deutlich über die 10 eingestellt werden kann, die bei einem normalen Bell-Filter existieren. Und man kann hier wirklich dieses Band quasi nur auf 1 oder 2 Hertz genau durchstimmen und damit zum Beispiel, wenn man hier jetzt 50 Hertz eingeben würde, sehr, sehr sauber Netzbrummen rausholen aus Signalen. Das ist zum Beispiel bei Gitarrenverstärkern kann man das manchmal im Signal haben. Gut, 50 Hertz, da sollte ein Gitarrenverstärker normalerweise sowieso nichts machen, aber man kann blitzsauber damit auf jeden Fall Netzbrummen aus verschiedenen Signalen rausfiltern. Zum Zweiten haben wir den Bandpassfilter. Der Bandpassfilter ist im Prinzip ein kombinierter Low-Cut, High-Cut-Filter, aber in einem Band zusammen. Und Bandpass sagt im Prinzip auch, was dieser Filter macht. Das heißt, er lässt ein ganz spezifisches Band, nämlich das, was genau in der Mitte zwischen Low-Cut und High-Cut liegt, passieren. Lässt es durch und grafisch sieht das ganze Ding dann so aus, wenn ich den Q mal hier zusammenfahre und die Flankensteilheit des Filters ein bisschen runterfahre, dann könnt ihr hier sehen, dass wir hier sehr schön das Band haben an Frequenzen, das durchgelassen wird. Hier ist der Low-Cut, hier ist der High-Cut-Bereich und mit dem Q kann man jetzt die Breite dieses Bandes durchstimmen, mit der Frequenz die Kernfrequenz einstellen und eben die Flankensteilheit vor und nach dem Band einstellen, mit der dann abgeschnitten werden soll. Und diesen Filter kann man zum Beispiel nutzen, um einen 1A-Telefoneffekt zu machen. Das heißt, wenn man die Kernfrequenz hier bei, sagen wir mal, 1500 Hertz einstellt, mit dem Q das Band so einstellt, dass man so ungefähr zwischen 1000 und 2000, 2500 Hertz dieses schmale Band hier durchlässt, dann klingt das einwandfrei wie ein Telefon. Man kann damit aber auch, wenn man das automatisieren würde, kann man zum Beispiel eine coole Filterfahrt machen im Sound, wenn man das auf den Hauptkanal legt, sehr oft gehört oder auf die Keyboards, dann kann man das hier in die Mitte stellen, sagen wir mal, wir stellen es mal auf, auf 750 Hertz. Und können dann automatisieren den Q, wie das Band dann immer weiter aufmacht. Und das sind dann diese berühmten, ich zeige das mal, das sind dann diese berühmten Fahrten in der Dance-Musik, wo die Musik dann immer und immer basslastiger und immer höhenreicher wird, um dann am Schluss zum Refrain hin richtig zu explodieren. Das kann man damit machen, wenn man diesen Q-Faktor hier automatisieren würde. Und das dritte Band ist, glaube ich, spezifisch nur beim Pro Q2, beim FabFilter. Ich habe es zumindest woanders noch nicht gesehen. Und das ist der Tilt-Shelf-Filter. Und der ist ziemlich cool. Ich habe allerdings noch nicht ganz genau herausgefunden, was man damit genau machen kann, denn es ist im Prinzip ein kombinierter Low-Shelf, High-Shelf-Filter mit der Besonderheit, wenn man die Bässe anhebt, werden gleichzeitig oberhalb der Kernfrequenz, die man wählt, die Höhen abgesenkt. Und umgekehrt natürlich auch, wenn man die Bässe absenkt, werden die Höhen angehoben. Und ich weiß es, wie gesagt, noch nicht genau, wofür man das Ding braucht, habe es auch noch nicht eingesetzt, aber vielleicht habt ihr eine Idee und könnt es unten mal in die Kommentare reinschreiben, damit wir alle nicht dumm sterben müssen. 3 Filtertypen, etwas exotischer, aber das waren der Notch-Filter, der Bandpass-Filter und der Tilt-Shelf-Filter. Und jetzt wollen wir uns mal ein paar verschiedene Plugins angucken. Die habe ich hier vorbereitet.
Und weil ich die Artist-Version von Studio One habe, habe ich mir die einfach mal so zur Seite gelegt, weil ich die aus einer anderen DAW anzeigen lassen kann. Wir haben zum einen den fest verdrahteten Neve 1073, relativ berühmter Equalizer, der Anfang der 70er von Rupert Neve erfunden wurde. Sehr, sehr musikalisch das Ganze, wie es klingt, und ist auch sehr übersichtlich in den Parametern, die man einstellen kann. Man hat nämlich einen High-Shell-Filter, der fest verdrahtet ist. Das heißt, er hat eine feste Frequenz und man kann hier entweder anheben oder absenken. Dann hat man einen Bell-Filter nur in der Mitte, der auch fest in den Frequenzen vorgegeben ist, nämlich mit 360, mit 700, 1,6 Kilohertz, 3,2, 4,8 und 7,2 Kilohertz. Und dann kann man hier mit dem Regler in der Mitte absenken oder eben anheben. Und der Q für diesen Filter, für diesen Bell-Filter ist auch fest vorgegeben. Den hat sich Rupert Neve in seinem brillanten Hirn ausgedacht und uns dann quasi hinterlassen, der Nachwelt quasi vorgegeben. Und man kann mit diesem Ding immer noch ganz tolle Sachen machen. Man kann damit nicht reparieren. Das sollte man mit anderen Equalizern machen, aber hiermit kann man sehr schön, wie sagt der Engländer, Sweetening. Man kann die Sachen hübscher machen damit auf jeden Fall. Aber auch hier haben wir am Schluss noch ein Low Shelf, mit dem man anheben oder absenken kann im Bereich zwischen 35 und 220 Hertz und dann sogar noch ein Low Cut zwischen 300 und also zwischen 50 Hertz und 300 Hertz. Im Prinzip schon sehr flexibel für die Zeit damals. Das Ganze gab es dann noch ein kleines bisschen moderner von API. Das war dann der API 550A oder B mit jeweils 3 oder 4 Bell-Filtern, die man auch noch hier umstellen konnte auf einen High Shelf oder auf einen Low Shelf Filter. Das heißt, man hatte damit schon deutlich mehr Möglichkeiten, mehr Frequenzen zur Verfügung und konnte das Signal schon deutlich mehr beeinflussen. Und das waren die beiden fest verdrahteten Plugins, die im Prinzip echten Geräten nachempfunden sind und auch den Klang von denen nachbilden sollen. Die nächste Kategorie an Plugins oder auch an echten Geräten waren dann die grafischen Equalizer, die wie der API 560 hier zum Beispiel klar in den Bändern durchgestimmt sind, von 31 Hertz an durch, jeweils in Oktavschritten. Wir erinnern uns, dass die Oktave sich ja immer mit der Verdopplung der Frequenz dann erhöht. Also eine Oktave höher ist die Verdopplung der Frequenz. Und hier kann man es auch sehen, 31, 63 Hertz, 125 und so weiter durch bis 16 Kilohertz. Und hier kann man sehr einfach in bis zu 12 dB anheben oder absenken, einfach nur indem man den Regler hier verschiebt. Und zack, hat man an der Frequenz auch schon was gemacht. Auch hier der Q ist fest vorverdrahtet und den hat sich API ausgedacht und fest vorgegeben. Sicherlich Erfahrungswerte oder musikalische Orientierung oder sonst was, wie man gerne hört. Auf jeden Fall funktioniert das ganz einfach und ist auch für den Laien durchaus nachvollziehbar sofort, wie das funktioniert. Das Ganze gibt es auch in einer Free-Variante von SPL. Das ist der Free Ranger. Den kann man sich bei der Plugin Alliance, hier unten kann man sich den auf der Homepage sogar frei runterladen. Der hat dann zwar nur 4 von 8 Bändern freigeschaltet, aber auch hier kann man schon mit einem sehr hochwertigen Plugin ein bisschen am Equalizer rumspielen. Und dann haben wir als dritte Kategorie der Plugins die wirklich durchaus sehr flexiblen Geräte. Das heißt, zum einen habe ich hier mal den Channel Strip von SSL, den aus der 4000er Konsole vorbereitet, der noch einem echten Gerät nachempfunden ist und hier schon sehr, sehr flexibel einsetzbar ist. Wir haben hier einen Low-Cut und einen High-Cut-Filter. Dann haben wir hier einen High-Shelf und einen Low-Shelf-Filter. Und dann haben wir hier auch noch einen zwei Bell-Filter, die man komplett durchstimmen kann mit den 3 Parametern, die wir in Episode 3 gelernt haben, nämlich einmal die Kernfrequenz, einmal der Gain-Faktor und einmal der Q-Faktor, mit dem man das komplett schon benutzen kann. Entschuldigung. Und das war schon ein sehr flexibles Gerät und wenn man sich vorstellt, dass man irgendwie eine Konsole mit 48 Kanälen hat, wo man wirklich so viel einstellen kann, da war schon viel, viel Flexibilität bei der Einstellung des Mixes möglich. Und dann haben wir halt den Pro Q2, der wirklich die Software-Variante und das Deluxe-Modell eines Plugins ist. Wir können hier bei dem Pro Q2 im Gegensatz zu dem Pro Q bei uns aus der Studio One Edition können wir nicht 5 Filter einstellen, sondern wir können hier bis zu 20 oder sogar noch mehr Filterbänder einstellen, die alle einzeln definiert werden können als Tilt Shelf, als Bell, Low Shelf, High Cut und wie sie alle heißen, durchgestimmt werden kann. 20 verschiedene Filter, mit denen man machen kann, das Signal verbiegen kann, wie man lustig ist und wie es einem gefällt. Und man kann da wirklich, also wenn man es damit nicht hinkriegt, dann weiß ich allerdings auch nicht. Hierfür sollte man allerdings genügend Know-how am Start haben, sollte genau wissen, welche Frequenzen man bearbeitet, um das
Signal nicht zu verschlimmbessern, sondern ich glaube, die Möglichkeiten übersteigen doch das, was man normalerweise mit so einem Plugin machen würde. So, wir haben 3 exotische Filtertypen dazugelernt, wir haben uns 3 verschiedene Plugins angeguckt und jetzt möchte ich euch zum Abschluss noch eben zeigen, wie man jeden Mix auf jeden Fall ein kleines bisschen aufhübschen kann. Zu dem Zweck habe ich hier für unser Lemmy-Pattern in den Masterbus den Pro Q nochmal reingeladen, wie wir hier sehen, ganz standardmäßig. Und wir machen jetzt 3 simple EQ-Moves, die im Prinzip bei jedem Mix funktionieren. Ein Sicherheits-Low-Cut, ein kleines bisschen aufräumen im Bereich der Pappe, habe ich euch erklärt. Pappe ist so zwischen 400 und 600 Hertz und eine kleine Anhebung im Bereich etwas oberhalb von 5 Kilohertz, um ein bisschen Puderzucker auf den Mix zu machen. Und ich mache das jetzt mal on the fly. Ich fahre das Lemmy-Pattern mal ab und stelle das so ein, wie es mein Gehör jetzt zulässt. Und dann hören wir danach nochmal vorher und nachher, was das wirklich ausmacht. Es ist wirklich sehr simpel und trotzdem funktioniert es einwandfrei. Los geht's. So, da sind die 3 EQ-Moves. Einmal hier der Low-Cut, der auch Sicherheitszwecken dient, damit nicht zu viel tieffrequentes Material durchkommt, wenn wir das ganze Material ausspielen. Dann hier im Bereich, wo bin ich gelandet, bei 440 Hertz, wo ich ein kleines bisschen abgesenkt habe mit einem normalen Q von 1 und 2,5 dB habe ich abgesenkt und dann nochmal eine leichte Anhebung bei etwas über 6 Kilohertz von auch knapp 3 Dezibel, vielleicht sogar ein bisschen zu viel, aber so kann man es am besten gut hören. Wir machen mal kurz einen AB-Vergleich und damit verabschiede ich mich dann auch schon, denn das war die kleine Reihe EQ Basics, 4 Teile, in denen wir uns den Equalizer etwas genauer angeguckt haben. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt sie uns unten in die Kommentare. Wenn ihr Wünsche habt, was ich als nächstes behandeln soll, vielleicht Kompressoren oder sonst was irgendwie, schreibt es auch gleich mit dazu, dann kann ich das behandeln. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Und ich wünsche euch die beste Woche, die ihr haben könnt. Bis dahin, macht's gut und Yassas.